Jeff, mein Name ist Jeff. Ja, das dachte sich Flav Universe wahrscheinlich, als sie diese Easter-Box hier in den Cash-Shop geballert haben. Und ja, das ist ein komisches Video, ich weiß, für meine Verhältnisse, aber es hat tatsächlich Aufmerksamkeit verdient, weil ich finde, das grenzt an einen Scam und ich will euch davor warnen, einen großen Fehler zu machen, den leider gestern jemand gemacht hat. Ich zeige euch auch gleich das Ergebnis des Fehlers dieser Person, ohne ihn jetzt öffentlich bloßzustellen. Aber man muss es einfach sagen, um mehr Leute davor zu warnen, weil es ist wirklich einfach Glücksspiel. Es ist reines Glücksspiel und meiner Meinung nach sind die Chancen definitiv für das Haus, also für Gala. Was ist die Jeff's Easter Egg Box? Jeff's Easter Egg, wie ihr seht, ist eine Box im Cash-Shop, die random Special Items, die größtenteils wiederum auch im Cash-Shop erwerblich sind, enthält. Ich habe insgesamt zwei Probleme mit der Box. Das größte Problem ist, wie gesagt, der Vorteil des Hauses. Wir gucken uns jetzt mal die Wahrscheinlichkeiten so ein bisschen an. Und sie kostet 100 F-Coin und das war eigentlich schon die Base-Information. Wenn ihr dann auf Vorschau klickt, könnt ihr euch angucken, was da drin ist. Und ich mache das jetzt hier mal groß, damit wir uns das angucken können. Und ja, jetzt denkt man sich wahrscheinlich, na gut, okay, hier, was? 10% Set, 10% Set, 10% Set, 10% Set. Was ist das? Weapon Piercing Card Box A? 7% Card Select Box? Und das ist schon mal Problem Nummer 1. Das haben sie zwar schon mal gemacht, indirekt über den Battle Pass, aber mit dieser Box verkaufen sie, indirekt natürlich, 7% Karten und A-Karten im Cash-Shop. Das ist ein direktes Pay-to-Win, was ja eigentlich mal hieß, dass das bei Flav Universe niemals passieren würde. Klar, die Chance ist 0,01 für beide, zusammengerechnet 0,02, also vernichtend gering. Aber in einer theoretischen Welt, wo man unendlich Geld hat, kann man sich hier diese Boxen indirekt im Cash-Shop kaufen. Und das ist schon mal irgendwie bedenklich. Klar, A-Karten und 7% Karten sind mittlerweile jetzt nicht mehr so speziell, weil sie schon sehr lange released sind. Sie sind schon sehr lange im Game und es existieren sehr viele davon. Und man kann sie auch ganz gut sehengebunden farmen und so weiter und so weiter. Ich weiß, aber trotzdem gefällt mir das einfach grundsätzlich nicht gut. Vollkommen egal, was das für eine Wahrscheinlichkeit ist. Einfach nur, dass die hier drin sind, ist meiner Meinung nach schon mal irgendwie nicht gut. So, das ist aber gar nicht das größte Problem, weil wenn man eine von den beiden Boxen pullt, hat man Fat Profit. Vollkommen egal, welche Karte man sich aussucht, außer es ist eine Vakuum 7% Karte. Man hat auf jeden Fall Profit. 100 F-Coin für eine A-Karte oder für eine 7% Karte wäre ein absoluter Schnapper. Weiter geht's dann hier mit den Easter Gamble Boxen, Easter Magic und Easter Gambler Lucky Box. Ja, 0,09%, klar, aber auch die wären Profit, weil eine davon kostet ja ursprünglich 700 F-Coin. Keine Frage. So, aber dann kommen wir langsam in ein Territorium, wo wir anfangen können zu fragen, was das eigentlich soll. Also, Party-Scrolls kann man drüber streiten. Klar, sind auf jeden Fall auch die 100 F-Coin wert. Fackel 7 Tage. 0,4% Chance. Was zum Teufel macht dieses Item hier oben? Ja, dieses Item kostet sehr viele F-Coin, wenn man sich's kaufen würde, aber das will niemand haben. Also, vielleicht ist das meine persönliche Meinung, aber warum zum Teufel hat dieses Item eine 0,4% Chance, die gleiche Chance wie ein Reset? Klar, das ist festgemacht an einem F-Coin-Preis, aber es ist einfach Trash. Also stell dir mal vor, du hittest 0,4% und bekommst eine Fackel 7 Tage. Ich wäre so sauer, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie sauer ich wäre. Dann Resets, okay, passt. Die sind auf jeden Fall das Geld wert und Resets kann man auch ganz gut verkaufen, beziehungsweise kann man die auch selber mal brauchen. Also so ein Reset auf der Bank zu haben, vor allem bei einer Klasse, die man unterschiedlich spielen kann, also eine Klasse, die man vielleicht mal facetankt, mit der man vielleicht mal facetankt, vielleicht auch mal 1v1 spielt oder so, kann nicht schaden, sag ich mal. Oder wenn man wirklich einfach mal so dumm ist und aus Versehen die falschen Statpunkte verteilt hat, einfach nur für den Fall der Fälle sowas zu haben, ist nicht schlecht und es ist auch ganz gut verkäuflich. Aber dann hört es meiner Meinung nach auch schon auf mit den guten Items. Ich will jetzt nicht auf jedes Item eingehen, das würde das Ganze ein bisschen zu sehr in die Länge ziehen, weil ich will einfach nur sagen, meine Meinung zu dieser Box, ich sage nicht direkt, ihr sollt sie nicht kaufen, ich sage lediglich, ihr sollt euch bewusst sein, dass das hier pures Glücksspiel ist. Und die Wahrscheinlichkeit ist, wie gesagt, wirklich gegen euch, denn Scroll of Permanent Party mag in F-Coin viel wert sein oder viel kosten, ist aber grundsätzlich ein Item, das eher schlecht verkäuflich ist, würde ich auf jeden Fall behaupten, und für viele uninteressant. Guild-Logo Change das gleiche, XP-Log das gleiche. Bei ein paar Items könnte man noch ein bisschen weiter ausholen, aber egal. Acceleration Fuel, uninteressant. Nitro Booster, auch eher uninteressant. Weiß gar nicht, ob der beim Flug, beim Rainbow Race funktioniert, aber ich vermute mal eher nicht, sonst wäre es ein bisschen unfair. ES-Embleys 140 und 120, ja, die kosten Schweinegeld in F-Coin, aber die kauft sich ja auch keiner und vor allem man braucht sie mindestens zweimal, weil sonst
ja, bringt es dir ja gar nichts. Ansonsten ist es einfach nur eine normale ES-Ampli und effektiv 100 F-Coin wert, also auch ziemlich uninteressant. Dann hier Summon of Party-Lieder, 1% komplett wasted, kein Mensch braucht Summon of Party-Lieder, uninteressant. Appearance Recovery Scroll ist actually ein gutes Item, kriegst 200 F-Coin für 100 F-Coin und das Item wird auch tatsächlich gebraucht und gekauft, man selber kann es gebrauchen, das ist actually ganz nice. Und dann wird es absolut trashig. Scroll of Generate Job ist Müll, Scroll of Food Shop Müll, alle Effektboxen und die Kaigas Coins, meiner Meinung nach alles Müll, mit einer 3,75 Chance und wir haben hier tatsächlich 10 Items, 9 mal die Effektboxen und die Kaigas Coins. Sind wir schon bei 37,5%, absoluter Müll hier in der Mitte. Und dann kommt noch Fackel-Eintag, nochmal 3,75 Müll, Scroll of Expansion, nochmal 3,75 Müll und Font Editor, 3,75 Müll. Und das heißt, wir kommen hier auf insgesamt weit über 50%, meiner Meinung nach, Items, die sich heftig nicht lohnen, wo ihr definitiv Minus machen werdet und wo ihr auch einfach unzufrieden sein werdet. Ja? Es geht ja nicht unbedingt nur darum, Minus oder Plus zu machen, es geht auch einfach darum, hocke ich dann auf einen also auf einem riesigen Haufen Items, wo ich wochenlang verkaufen muss, um die wieder loszubekommen, einfach nur um mein Geld wieder zu bekommen. Nice Flive Universe, danke für den Verbindungsunterbrochen, unterbrochen, love it. Und ja, das sollte man sich einfach vorher überlegen. Es ist einfach wichtig, dass einem das klar ist, dass man hier mit einer mit einer wirklich schlechten Wahrscheinlichkeit reingeht, weil dann haben wir zwar hier unten noch bessere Items, kann ich mir jetzt hier nicht mehr angucken, oder was? Willst du mich trollen? Na egal. Auf jeden Fall Power Scroll, Amplification, Blessing, Upgrade Effect, Weapon Bonus, Element Attack. Das sind alles Items, ja, da wenn man 100 F-Coin für zahlt, fühlt man sich auf jeden Fall nicht gescampt, weil die auch wirklich 100 F-Coin wert sind. Blessing vielleicht ein bisschen weniger. Pet Candy A ein bisschen weniger und so, ja. Also sind auch schon ein paar Nieten dabei. Aber das sind zumindest Items, die man Day-to-Day gebrauchen kann, wo man sich jetzt, also wo man auch selber benutzen kann, wo man sich jetzt nicht direkt so schlecht fühlt, wenn man sie bekommt. Aber wenn man die auch noch dazu rechnet, quasi, man muss es ja so sehen, in wie vielen Fällen mache ich Plus oder wann mache ich Plus und wann kriege ich einfach nur 100 F-Coin, weil ich hätte ja die 100 F-Coin auch direkt von der Ampli benutzen können, aber ohne Risiko quasi. Und wenn man das auch noch alles dazu rechnet, kommen wir auf eine Chance von, ich habe es nicht genau ausgerechnet, aber auf eine wirklich kleine Chance, dass wir wirklich mit großem Profit rausgehen oder mit wirklich guten Items. Und Hauptgewinne natürlich mit den extrem niedrigen Wahrscheinlichkeiten, mit 0,01 und so weiter und so fort. Also das hier wirklich sehr uninteressant wird. Und noch uninteressanter wird es, wenn ihr gleich den Screenshot vom Selbstversuch eines Zuschauers seht. Das hier ist die Ausbeute von 114, ich habe nachgezählt, also ich müsste hoffentlich stimmen, 114 Boxen. Das sind 11.400 F-Coin. Und ich habe es jetzt auch nicht ausgerechnet, beziehungsweise es ist auch ein bisschen schwieriger. Aber jetzt ratet mal, wie viel Minus hier drin steckt. Oder ob diese Person Minus oder Plus gemacht hat. Und ja, ich will das jetzt hier nicht so public bashen. Also ich sage auch nicht, wer es war. Aber es ist wirklich eine Warnung, weil das könnte ja noch mehr Leuten passieren. Und man muss einfach davor warnen. Leider jetzt an dem negativen Beispiel. Aber dass man sich einfach bewusst ist, dass das pures Glücksspiel ist und mehr nicht und Schweine viel Geld kostet. Wir haben hier insgesamt von 114 haben wir 43 Effekte. Ja, die kosten 100 F-Coin im Store, aber die kauft ja keiner oder kaum jemand. Und du hast 43 Effekte, die du 4.300 F-Coin für Effekte ausgegeben. Würde man das tun? Muss man sich wirklich die Frage stellen. Würde jemand, der 4.300 F-Coin hat, sich 4.000 oder 43 Effekte kaufen? Nein, würde er nicht. Natürlich würde er das nicht tun. Niemand würde das tun. Und ja, und das beste Item, was hier gezogen wurde, ich weiß es gar nicht. Was ist das beste Item, was hier gezogen wurde? Ich glaube, von der Wahrscheinlichkeit her müsste es die 140er Ampli gewesen sein. Und ja, die ist deutlich mehr als 100 F-Coin wert, aber das war's im Endeffekt. Alle anderen Items sind wir hier eigentlich im Bereich plus minus 0. Also effektiv sind das alles Items, die sich um 100 F-Coin rumbewegen, aber in-game wesentlich schlechter verkäuflich sind als 100 F-Coin, weil sie keiner haben will. Und das heißt, du musst sie unter 100 F-Coin Preis verkaufen, um das Geld wiederzubekommen, effektiv. Und das ist halt echt bad. Mag jetzt sein, dass das ein schlechtes Beispiel ist und die Person einfach Pech hatte? Keine Frage. Ich würde sagen, er hatte extrem viel Pech, weil er hat literally keinen einzigen Hauptgewinn gezogen bei über 100 Boxen. Und ja, die Wahrscheinlichkeit, wie gesagt, 0,01, 0,09, schon klar. Aber wenn man das alles zusammenrechnet, kommt schon ein ganz guter Prozentsatz raus, wo man dann bei 100 Boxen eigentlich schon mal sagen kann, okay, wenn man ein bisschen Glück hat, kann das schon was werden. Ist ja das gleiche wie bei Upgraden oder so.
Aber nein, er hat tatsächlich nichts bekommen. Und es tut wirklich weh, sich das anzugucken. Und ich will sowas nicht nochmal lesen bei mir im Stream, dass das jemand gemacht hat und so fett quasi reingeschissen hat. Und deswegen ist hier meine persönliche Empfehlung: Gebt eure F-Coin lieber direkt für die Items aus, die ihr wollt, und zockt nicht mit dieser Box, weil ihr könnt euch richtig heftig die Finger verbrennen, wie in diesem Fall. Effektiv, wie gesagt, wenn wir uns diese Items hier angucken und es nachrechnen, kommen wir wahrscheinlich literally auf 11.000 bis 13.000 oder so F-Coin. Aber das sind sie halt nicht wert. Das ist das Problem. Tut wirklich weh, sich das anzugucken. Und wie gesagt, das ist meine Warnung vor Jeff. Also Jeff, wenn euch jemand sagt, Jeff, ich heiße Jeff, dann rennt davon und ja, haut ab. Lasst ihn nicht zu Wort kommen, rennt einfach nur weg. Sehr schade gelaufen. Mein Beileid nochmal. Und ja, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Fly Universe Video oder Livestream wieder. Schaut auf jeden Fall vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.